Neues Jahr, gute Wünsche, kreative Glücksmomente, neue Kalender. Ich zeige dir heute in meiner Anleitung einen Mini-Tischkalender mit Notizblock. So schaut er aus. So kannst du ihn aufstellen. Verwendet habe ich dafür die neuen Produkte aus dem Mini-Katalog Januar bis Juni 2022 von Stampin' Up. Ja, einfach und schnell gemacht. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir halten uns gar nicht lange mit Vorreden auf. Ich habe mich jetzt eine Weile erholt und jetzt geht's weiter mit meinem nächsten kreativen Projekt. Ich bin gerade dabei und spiele mit den neuen Stempelsets und Materialien aus dem neuen Mini-Katalog. Bereite auch Katalogparty vor und für die erste Sammelbestellung die Goodies, und da wird es wahrscheinlich so einen kompakten kleinen Aufstellkalender geben. Ja, und da möchte ich doch immer schön rationell arbeiten, das wollen ja einige von euch auch. Ich bekomme hier aus einem A4-Blatt, also aus 1,5 A4-Blättern, 3 Kalender, und wie ich das mache und wie ich den ausgestaltet habe, das zeige ich dir jetzt. Du benötigst für einen Kalender einen Streifen in 21 mal 9,9 cm, ein Quadrat in 9,9 cm. Ich habe hier für beides Farbkarton in Blutorange verwendet. Da habe ich noch genug. Dann 2 Stück Designerpapier in jeweils 9,5 mal 9,5 cm. Und dann habe ich mir einen Streifen in Grundweiß zugeschnitten in der Breite von 9,5 cm. Ein Stück hat dann die Höhe von 5,5, eins 3,5 und eins 2,5. Verwendet habe ich außerdem so einen Mini-Tischkalender, da habe ich noch welche, also so einen Mini-Kalender und solche Hafti-Blöcke. Das sind die in 7,6 mal 7,6 cm. Ja, kannst du alles variieren, kannst du auch größer basteln. Ich habe das auch schon mal mit einer Anleitung gemacht in der Größe einer, also normalen Kartengröße, sagen wir mal, was ist schon normal. Ich will es jetzt mal so kompakt und klein und quadratisch machen. Ja, wenn ich ein ganzes A4-Blatt nehme, dann nehme ich, bevor ich da die 9,9 cm runterschneide, setze ich mir erst meine Falzlinien an. Und zwar lege ich es ein und lege bei an der kurzen Seite eingelegt bei 9,9 cm ziehe ich mir die erste Falzlinie und die zweite Falzlinie eben auch bei 9,9. Und dann habe ich hier meinen Mittelfalz und dann schneide ich quer rüber jeweils 9,9, und da unser A4-Blatt 29,7 cm hat, bekomme ich eben genau 3 Grundteile davon raus. Deswegen dieses schiefe Maß. Wenn alles noch richtig geschnitten habe, passt das. Dann nehme ich mein zweites Blatt, schneide mir einen Streifen von 9,9 davon ab in der langen Seite und teile das jeweils und habe dann 3 solche Teile. Genug geschnitten, jetzt wird gestaltet. Wir brauchen noch eine Falzlinie, siehst du? Ich habe meine Falzlinie, fand ich am witzigsten, auf dieser Seite angelegt, also auf einer Seite bei 4 cm. Jetzt habe ich hier ein bisschen rumexperimentiert. Gibt ja viele Kalender, ne? Das ist ja nun keine Zauberei. Ich habe hier auch so einen schrägen mit so einem, sag mal, Dieselkarten, sind es ja alle, also Aufstellkarten. Und habe diese Diagonale da angesetzt, das wäre also auch eine Option. Dann habe ich so, dass der Kalender außen drauf ist. So rumkippen. Und weil wir eben dieses knappe Maß vom Quadrat her haben, ist natürlich die Aufstellung recht steil, aber es funktioniert. Ja, das steht auch. Da habe ich es dann so rumgemacht und jetzt für dieses meine endgültige Fassung so, dass es also so rum liegt. Hier oben ist offen. Und wenn ich es jetzt aufstelle, hier hinten kippe ich das einfach noch mal ein Stück weiter runter, dann kann ich auf der anderen Seite mein Motiv sehen. Und so finde ich das auch am witzigsten. Jetzt haben wir also diese Linie noch angebracht. Halten komplett einmal durch und kleben dann schon das Grundgerüst zusammen.
Und in dem Fall kommt unser Easel hier innen rein, also Aufstellteil. Das ruhig mal mit Flüssigkleber. Funktioniert gut, ansonsten steigen wir halt um auf das doppelseitige Abreißklebeband. Ja, hier innen rein das Ganze schön gerade rückeln. Notfalls können wir immer noch nachschneiden. Muss also da oben gut gerade sitzen, von außen gut aussehen. Und hier ist der Knick und da wird es dann aufgestellt. Genau. Und gerade jetzt Designerpapier aufkleben. Die beiden Felder in 9,5 mal 9,5. Wäre noch eine Überlegung wert, wenn du eine Stiftschlaufe anbringen möchtest. Die würde ich unter das Papier setzen. So, nachdem ich natürlich bis eben fleißig geklebt habe, ist jetzt wieder mal was alle. Bei mir läuft sowas ja immer ganz schnell in Serie. Gucke ich mal, wo hier meine Nadel ist. Einmal den Klebekanal freigestochen. Jetzt hier, jetzt läuft das. Dann nehmen wir wieder unsere Sparklebemethode, beide Teile aufeinander. Setzen das mal hier drauf. Und die andere Seite oben drauf. Ja, in meiner Community hier bei YouTube ist eine Umfrage. Kannst du dich gern beteiligen. Es wird ja einige neue Reihen geben in diesem Jahr. Eine Reihe mit dem Thema ein Stempelset, 5 Ideen. Jetzt klebe ich das hier einfach drauf. Der Hoffnung, dass das gut hält und man kann es dann auch gut wieder austauschen. Ich setze das hier unten mit der üblichen Mattung von maximal 2 mm mittig auf. Dann passt das und ist praktisch gleich mein Stopperelement hier hinten. Und dann wird schon gestempelt. So sitzt das super. Stelle ich mal da hinten hin. Ja, ich habe lange überlegt, hier hast du ja schon gesehen, hier habe ich ein anderes Stempelset verwendet. Ich wollte dann aber unbedingt, weil ich das passend fürs neue Jahr finde, leinenlos nehmen. Kleine Boot. Mag ich echt total gerne. Und damit wollte ich jetzt das erste Projekt hier einfach gestalten. Passt ja fürs erste Projekt im neuen Jahr. Jetzt kommen meine weißen Felder, die sich so aufteilen. Das schmalste kommt nach innen rein. Da setze ich drauf, das auf allen deinen Wegen viel Glück und Segen. Haben wir schon mal hier. Stempelblock. Ja, beteilige dich gern an der Umfrage. Ich möchte dann auch darauf Rücksicht nehmen und eure Wünsche, wie gesagt, berücksichtigen. 3 Stempelsets habe ich vorgeschlagen. Du kannst auswählen, mit welchen ich 5 Projekte im Januar machen sollte. Das ist eine meiner neuen Reihen. So, das lasse ich auch mal so. Das setzen wir dann da oben rein. Da steht also auf allen deinen Wegen viel Glück und Segen. Und für außen drauf mache ich ähnlich wie auf meinem Muster von eben. Da haben wir dann hier drüben das Leinenlos. Und du siehst schon die Fähnchen, die habe ich mir da von dem Bootstempel geklaut. Also Leinenlos. Setzen wir, ein bisschen variieren wollen wir ja immer. Mal das jetzt mal hier drüben hin. Wunderbar, mir gefällt die Schrift auch sehr gut im Stempelset. Und dann nehme ich das Boot und am besten eine Unterlage und verwende das Fähnchen. Nur das Fähnchen. Nach oben und so ein bisschen tiefer. Gestaltung mit Fähnchen. Putze meinen Stempel und gehe dann in Blutorange und setze Fähnchen dazwischen. Wunderbar, das haben wir auch. Das Boot können wir wieder putzen, weil den Rest pflanzen wir dann. Ja, und dann habe ich hier diese kleinen Vögel vom Himmel. Ich bleibe mal jetzt mit dem Abendblau
und setze die hier oben noch so ein bisschen hin. Dazwischen wirklich überall da oben lang. Genau, jetzt ist wichtig, dass ich es so rumdrehe und so aufklebe. Ein bisschen das Gefühl, hier können noch Vögel unten lang fliegen. Schaffen wir eine Verbindung zum Motiv von unten. Und hier drauf geklebt. Fast andrücken. Gerade schieben. Trocknet. Und wie habe ich das jetzt hier gemacht? Schau mal. Da habe ich eine Idee aus dem Katalog aufgegriffen. Kann ich dir noch nicht zeigen, aber die Idee kann ich dir zeigen. Also ich nehme jetzt hier so einen Kreis. Also die Idee im Katalog ist eigentlich ganz anders. Das ist nur vom Motiv her. Lege mir den hier so ein bisschen auf die linke Seite auf. Wobei ich lege ihn natürlich jetzt auf die rechte, weil links habe ich da die Fahnen. Also geht das jetzt hier mal wirklich andersrum. Und dann habe ich mir zwei Blending-Pinsel genommen. Der eine ist der für meine gelben Farben. Und den wische ich da oben so ein bisschen gelb rein. Und dann habe ich den anderen für meine roten Farben. Und da setze ich das Rot dran. Auch das Blutorange. Das muss gar nicht viel sein. So ein bisschen, dass ich hier drüben am Ende die Sonne habe. Und dann segelt das Boot der Sonne entgegen. Schaffen. Ja, und das Boot stanze ich mir in dem Fall mal einfarbig aus. Ich könnte es auch stempeln, aber ich finde das so gar nicht schlecht, weil das so ein bisschen wie ein Schatten wirkt. Nur so eine Stimmung. Könnte auch mehrere Farben verwenden, ne? Oder das Boot stempeln und dann stanzen. Aber ich mache das jetzt mal so. Ein Klebstoff. Und habe mir gedacht, das Boot klebe ich auf. Der ersten Ebene. Und die Fähnchen setze ich oben drüber. Ach, da war doch noch was. Da ist so ein cooler Stempel drin. Der ist wirklich, also ich glaube, damit geht richtig viel. Und zwar hier. Das ist nicht nur Natur, das ist natürlich auch Wasser. Und zwar jede Menge Wasser. Ich habe überlegt, nehme ich ihn oder nehme ich ihn nicht. Und dann habe ich ihn gestempelt und dann dachte ich, ja, keine Frage, muss ich nehmen. Setze ich jetzt hier unten hin. Und da ist jetzt in dem Fall unser Wasser. Es könnte übrigens auch da oben ein bisschen Wolke sein. Machen wir jetzt einfach, ne? So, also noch ein bisschen mehr. Und dann kommt mein Schiff Sonne entgegen. Da oben drauf. So, jetzt einmal schauen, dass ich meine Segel nicht falsch rumsetze, weil ich bin ja kein erfahrener Seemann. Ich muss das so machen, wie ich das hier sehe. Dann nehme ich hier die Abstandsklebepunkte. 2 für die eine Seite und 2 für die andere Seite. Mehr oder weniger. Und dann setze ich das einfach drauf. Wir haben mit Takelage gearbeitet. Und die Nummer 2. So, dass es oben eine Berührung hat, sonst denkt man, es fliegt in den Wind. Und dann noch einmal die Vögel in die Sonne. Finde ich besonders witzig, wenn die da so durchfliegen und von der Sache her fliegen sie praktisch dann vom Motiv oben weiter. So. Das kleben wir jetzt hier drauf. Wunderbar. Und es geht los mit Maritim. Das ist schön, ne? Wenn es in 2022 Maritim losgeht. Musste ich gestern auch, damit es Maritim läuft, gleich erstmal ans Meer fahren. Aber ist ja gut. Meer ist ja um die Ecke. So, oben den Titel.
innen rein. Da hätte ich natürlich auch Rand abschneiden können, aber eigentlich finde ich das so ganz schick. Und jetzt den Kalender drunter und dabei bedenken, dass da unten steht er ja, also braucht er eine Lücke unten, damit er gut halten kann und nicht der Kalender klemmt und man womöglich nicht alles sieht. Noch ein bisschen vermitteln. Ja, das war jetzt ein schnelles, einfaches Projekt mit Kalender. Meiner Lieblingsthemen, Kalender. Ja, fertig ist er. Und jetzt nochmal gezeigt. Wie gesagt, könntest du es auch verlängern. Ich will es aber eben so knapp haben und möchte es so haben, dass es wirklich gut sichtbar ist. Und auf der einen Seite, da hinten nämlich, siehst du das Motiv und auf der anderen Seite hier vorne das Kalendarium, wo du abreißen kannst. Und hier den Block mit den Abdies, wo du deine Notizen gleich notieren kannst. Und wir verstecken das Ganze nach innen. Ja, jetzt macht sie den Arbeitstisch noch ein bisschen ordentlich. Fürs Schlussbild verwendet hatte ich Currygelb, Abendblau und Blutorange und das Stempelset Leinenlos mit der Handstanze mit dem Segelboot. Das war mein erstes Projekt in 2022. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir gern einen Daumen hoch. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach es unbedingt. Schau auch gern auf meinem Blog vorbei. Ich freue mich, dich wiederzusehen und mit dir meine kreativen Ideen zu teilen. Hier geht's weiter mit weiteren Anleitungen und Ideen, also schau gern rein und ansonsten bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich, also sei gespannt und bleib dran. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.